Ich möchte heute euch was erzählen über die Firma Grundig im Laufe der Jahre, also eine Timeline aufspannen. Und zwar von der Gründung. Hier seht ihr das Gerät, den schönen Heinzelmann. Das ist ein Jubiläumsstück aus dem Jubiläumsjahr 50 Jahre. Wurde der nochmal aufgelegt und im Original war das natürlich ein Baukastensatz aus dem Jahr 1947. Und hier ein Tarus-Fernseher aus der nicht ganz letzten Zeit, aber doch späteren Zeit von Grundig. Ja, starten möchte ich mit einem Spruch, der sich auf der Webseite der Firma Grundig heute befindet. Und der lautet: Sich zu verändern ist gut, sich dabei treu zu bleiben noch besser. Diesem Grundsatz sind wir bereits seit über 75 Jahren treu und blicken stolz zurück auf eine bewegte und ereignisreiche Geschichte. Tja, diesen Wahlspruch und 2 Jubiläen nehme ich zum Anlass für diesen Podcast. Das erste Jubiläum ist, der Heinzelmann wird 80 Jahre alt. Das zweite Jubiläum ist, das Rundfunkmuseum der Stadt Fürth ist vor 25 Jahren in das erste Verwaltungsgebäude von Grundig eingezogen. Ja, begonnen hat natürlich alles in der Uferstadt für Grundig, an der König-Ludwigs-Quelle. Das Gelände hat er gekauft. Dort entstanden Labor- und Fertigungsgebäude und natürlich auch das erste Verwaltungsgebäude, in dem heute das Rundfunkmuseum Fürth angesiedelt ist. Und nach Auszug der Firma Grundig nach Nürnberg in die Beuthener Straße haben sich dort unter anderem die FAU, die Friedrich-Alexander-Universität, mit einem Lehrstuhl angesiedelt. Also es ist dieses ingenieurwissenschaftliche Flair in der Uferstadt geblieben. Ja, ich möchte heute natürlich keine normale Geschichte, Unternehmensgeschichte von Grundig erzählen, die gibt es zigfach, sondern ich wollte mich auf 2 Aspekte konzentrieren. Einmal Grundig als Start-up-Unternehmen, also ganz modern interpretiert, und zum anderen Grundig mit Technologieführerschaft, und das möchte ich an einer Timeline mit verschiedenen Geräten auch belegen. Ja, Grundig als Start-up. Was zeichnet ein Start-up aus? Eine super Idee, innovative Menschen, die umsetzen, und unternehmerisches Geschick. Das hat sich alles bei Max Grundig zusammengefunden, und er hat auch die richtigen Menschen zur Begleitung gehabt und hat so sein Unternehmen mit einem Bausatz des Heinzelmanns begründet. Warum ein Bausatz? Die Entwicklung fand 1946 statt, und 1946 hat es ein Gesetz gegeben der Alliierten, dass keine Radiogeräte verkauft werden dürfen. Und dann ist Max Grundig auf die Idee gekommen, einen Bausatz zu verkaufen, ohne die passenden Röhren dazu. Die Röhren musste sich der Kunde selber besorgen. Und Heinzelmann, der Name, kommt aus einer Kindersendung vom Radio, sodass man eigentlich sagen konnte, das ist mehr oder weniger ein Spielzeug, ein Baukasten, um sich ein Radiogerät zusammenbauen zu können, wenn man das möchte. Ja, und 1947 kam das dann auf den Markt, hatte großen Erfolg, und wie gesagt, dieses Jahr feiert es seinen 80. Geburtstag. Diese geniale Idee. Beworben wurde das Ganze sehr sparsam, wie das in den Jahren üblich war, ohne großen Pomp und
ohne große Bilder. Es hieß da zum Beispiel in der Funktechnik im Heft 12 von 1947 in einer Anzeige: Heinzelmann, Rundfunkbaukasten für Wechsel- und Allstrom, RM 198, also 198 Reichsmark und 176 Reichsmark. Das war alles. Nichts über die Funktionalität. Ja, heute in unserem Zeitalter würde das natürlich ganz anders heißen. Ich habe mir mal überlegt, marketingmäßig, wie denn so ein Werbetext aussehen könnte, und den lese ich euch mal vor. Du willst Informationen, aktuell und aus aller Welt. Du willst die neuesten Schlager im Ohr. Du willst Beethoven live. Und du willst DIY. Dann besorge dir unseren Baukasten, den Heinzelmann. Er ist einfach, aber genial. Mittellang und Kurzwelle sind empfangbar. Ideal für alle, die es lieben, Dinge selbst zu bauen und Liebhaber des deutschen Ingenieurgeistes. Grundig bringt dir das Gefühl von Freiheit und Fortschritt ins Haus. Das wäre so ungefähr der Werbetext, den man heute schalten würde in einer einseitigen Anzeige, natürlich mit dem Bild des Baukastens illustriert. Für Social Media bräuchten wir es etwas kürzer, da würde es vielleicht heißen: Grundig Heinzelmann, werde Teil der Community, DIY Radio Feeling, hol dir die Welt nach Hause. Hashtag Grundig, Hashtag Radiobaukasten, Hashtag Plug and Play, Hashtag Welt zu Hause. Ja, es lässt sich festhalten, dass Grundig mit diesem Gerät eine Erfolgsgeschichte gestartet hat, als es sein Start-up ausgebaut hat zu einem Unternehmen, und er hat zu dieser Zeit auch eine schlagkräftige, innovative Entwicklungsmannschaft aufgebaut. 46, 47 waren viele der Ingenieure und Techniker arbeitslos, war Nachkriegszeiten, und er hat sich die Besten geholt und ist damit mit einer Entwicklung an den Start gegangen, die ihn auch zu technischen Innovationen geführt hat, die ihm Marktführerschaft bereitet hat. Und das ist mein zweiter Punkt, mal zu erläutern an einer Timeline, in welchen Punkten Grundig wirklich Technologieführerschaft hatte. Ja, es ging los. Und ich muss sagen, ich nehme einige Highlights aus dieser Timeline heraus, die sind komplett subjektiv. Grundig-Liebhaber mögen andere Highlights noch kennen und vermissen die hier, aber ich kann nicht auf alle Geräte und alle Entwicklungen eingehen. Also verzeiht mir das, dass ich hier meine subjektive Timeline aufziehe. Ja, 1950, nach dem Heinzelmann, wurde in Deutschland UKW eingeführt. Und da hat Grundig das erste Radiogerät gebaut, den 380W, auf den Markt gebracht, einen Superhead-Empfänger. Der hat 7 AM-Kreise gehabt und 8 FM-Kreise. Zwischen den Wellenbereichen konnte man das erste Mal mit Drucktasten hin und her schalten. 1951, ein Jahr später, erweiterte Grundig seine Produktion in der Sparte Fernsehgeschichte und Fernsehgeräte und bringt das erste Fernsehgerät, den Typ 080, auf den Markt. Wir haben einen Podcast schon über den Typ 080 gemacht, wo wir auch reden über die Internas, über die Schaltung und auch die Akzeptanz auf dem Markt. Er hatte damals schon die europäische Norm von 625 Zeilen und für die Präsentation, es gab in Bayern noch keinen
offiziellen Fernsehsender, der startete erst 1953, hat er auch einen eigenen Werksender für die Präsentation aufbauen lassen und ein eigenes Probeprogramm gehabt. Was er gemacht hat, war auch, und das war sehr wichtig für die Stadt Fürth und für den Unternehmensstandort, er hat auf seinen Geräten das Kleeblatt als Markenzeichen etabliert und das Kleeblatt ist im Wappen der Stadt Fürth auch verankert. 1979 kam dann die Innovation mit Philips gemeinsam, das Video 2000, also eine Videorekorder-Aufzeichnungstechnik, die sehr innovativ war, die es ermöglichte, die Kassetten auch vorwärts und rückwärts zu bespielen, also sprich mehr aufzunehmen auf einer Kassette. Und der schöne Marketing-Spruch lautete damals auch: Wo andere Kassetten enden, bitte wenden. Ja, leider ist es dann am Content gescheitert, dass das Video 2000 dann eingestellt wurde und Grundig auch VHS-Rekorder produziert hat. Vom System her waren keine Mängel da, sodass das System durchaus hätte Bestand haben können. 1987 präsentierte dann Grundig das weltweit erste 100 Hertz TV-Seriengerät und war damit Vorreiter auch in der 100 Hertz Technik. Auch dazu gibt es bei uns einen Podcast. Und die Verdopplung der Bilderzahl pro Sekunde von 50 auf 100 Halbbilder beseitigte bei diesen Serienfernsehgeräten das Großflächenflimmern. Mit diesen Geräten wurde auch die digitale Bildverarbeitung eingeführt. (1987) startete Grundig ebenfalls in der HiFi-Geräteserie, die Serie Fine Arts, mit einer neuen Philosophie. 1988 beteiligte sich Grundig am europäischen Forschungsprojekt Eureka 95. Eureka 95 hatte zum Ziel, einen HDTV-Standard zu entwickeln, der rückwärtskompatibel zu den bestehenden Fernsehgeräten war. Japan hatte zu dieser Zeit mit den USA gemeinsam schon versucht, einen neuen HDTV-Standard einzuführen mit 1125 Zahlen und 60 Hertz, aber da würden alle Geräte nicht mehr laufen, die am Markt waren, und das wollte man sich damals noch nicht leisten. Das ist heute bei der UKW-Abschaltung und Übergang zu DAB irrelevant, offensichtlich die Nachhaltigkeit. Da wird es Tonnen von Elektroschrott geben mit den alten UKW-Geräten, weil man die Norm nicht mehr kompatibel hält. Das war damals verpönt. Mit Eureka 95, mit dem Ansatz, waren die ca. geschätzten 700 Millionen Geräte am Markt weiterhin betreibbar. Es gibt dazu eine interessante Dokumentation der FKDG. Wir verlinken die in den Beschreibungen in den Shownotes unten. Ja, 1989, Grundig setzte auch beim Design Maßstäbe. Es kam ein exklusives Farb-TV-Gerät im modernen Porsche-Design auf den Markt. Und es kamen Geräte mit IDTV, Improved Definition TV, bei dem neben dem Großflächenflimmern, das ja mit 100 Hertz beseitigt wurde, auch Rauschreduktion und Cross-Color-Reduktion enthalten war. 1990 DAB. Auch hier engagierte sich Grundig in dem Projekt und brachte 1994
einen ersten Pionier mit DAB-Technik auf den Markt. Und 1991 erschien das erste 100-Hertz-Gerät mit allen IDDV-Features und dem 16:9 Format. Und die Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9 war eine Eigenentwicklung von Grundig. 94 PAL Plus. Grundig war auch hier mit beteiligt und arbeitete damals mit Texas Instruments zusammen. Und aus dieser Zusammenarbeit entstanden 23 Patente, wobei 16 Patente auf die Rechnung von Grundig gingen. Grundig hat auch einen Encoder für die Rundfunkanstalten gebaut und der war sehr lange in Betrieb. 1995 wurde ein weiterer wichtiger Schritt mit dem 100 Hertz Digital Reference gemacht. Bei diesem High-End-Gerät waren dann alle störenden, systemrelevanten oder systembedingten Artefakte beseitigt. Das heißt Großflächenflimmern, Zahlenflimmern, Cross-Color und Cross-Luminanz. Ein Jahr später kam das Motto Fit for Future. Und das bedeutete für Grundig, dass seine Geräte nachrüstbar waren. Das heißt, die Geräte wurden ausgestattet mit Modulen und diese Module waren im Gerät nachrüstbar und da gab es verschiedene Module, zum Beispiel eine VGA-Interface, dass der Fernseher als Monitor an den Computer angeschlossen werden konnte, Dolby Surround Pro Logic, Picture-in-Picture und Satellitenempfang. 2002 das erste LCD-TV-Gerät mit allen Funktionen eines High-End-Bildröhrengeräts, der Tarus 51. Später wurde er umbenannt in Tarus 20. Und er hatte eine ausgezeichnete Soundqualität durch eine neu entwickelte Soundröhre. 2005 3D. Hier hatte Grundig eine Kooperation mit der Firma 3D Image Processing. Die hatte bei Grundig in der Media angefragt, ob es denn nicht interessant wäre, bezüglich einer 3D-Lösung zusammenzuarbeiten. Da hatte Grundig Interesse und die Firma 3D Image Processing hatte schon verschiedene 3D-Lösungen auf dem Markt, also zum Beispiel für 3D-Modelle, 3D-Filme oder 3D-TV-Inhalte, für Designentwicklungen und Marketingaufgaben und für die Werbung. Die bekannten Verfahren damals benötigten aber sehr lange Rechenzeit, mehrere Stunden, und für eine Live-Wiedergabe war das natürlich nicht geeignet. Und gemeinsam mit Grundig in der Media nahm man dann sich zum Ziel, eine Live-Aufnahme von 3D-Inhalt auf den Fernseher zu übertragen. Und diese Lösung wurde in Berlin auf der IFA 2005 vorgestellt. Es wurde ein Zauberer aufgenommen, live mit seinem Magic Act. Den konnten dann die Zuschauer auf dem brillenlosen 3D-Fernsehgerät betrachten und es wurde ein menschliches Soccer-Feld aufgebaut, wo ein Spiel lief und live mit Kamera aufgenommen wurde und ebenfalls auf diesen Fernseher übertragen wurde. Da gibt es überall auch von uns Podcasts und Artikel, diverse Artikel auf unserer Homepage. Das verlinken wir in der Beschreibung.
Und heute? Beim Spatenstich für die Umgestaltung des Museums hat der Herr Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung von Fürth in seiner Ansprache einige interessante Worte verloren über Grundig und den historischen Boden. Erstes Verwaltungsgebäude, wie gesagt, wir feiern dieses Jahr das 25. Jubiläum, dass das Rundfunkmuseum dort eingezogen wird. Und er hat nochmal betont, dass es keinen authentischeren Ort gäbe für ein Rundfunkmuseum als genau diesen. Ja, und was können wir uns vorstellen, was Max Grundig selbst dazu sagt? Ja, er würde wahrscheinlich die Worte des Oberbürgermeisters Dr. Thomas Jung sehr schätzen, das Engagement, das es gibt für seine Geschichte und für seine Gebäude in der Uferstadt und dass auch Fürth seine erfolgreichen Söhne entsprechend würdigt. Die größten Erfolge seiner unternehmerischen Laufbahn hat er sicher auch in Fürth gefeiert. Und er hat ja sogar das Kleeblatt als Markenzeichen für die Botschaft, diese Geräte, diese Top-Technologieführerschaft kommt aus Fürth, benutzt. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abo wäre natürlich noch besser. Schaut unsere anderen Podcasts noch an und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!